Wer zuerst kommt, mal zuerst. Er ist blau, er ist ein Actros, der hat 0 Kilometer, der war noch nie zugelassen. 50, glaube ich. Der ist zugelassen. Ja. Der ist zugelassen, weil sonst könnten wir ihn jetzt nicht mehr zulassen. Ach so, damit die Euronorm. Genau, der ist auf Emmet-Fahrzeuge zugelassen, das ist so. Genau, und der ist Euro 5 und hat AdBlue auch schon. Und 50 Kilometer. 50 Kilometer. Lass es 60 sein, aber das ist wirklich... Ich zeige das mal. Ist jetzt kein Allradfahrzeug, ist ein heckgetriebenes Fahrzeug, aber das Coole ist, man kann damit total geile Koffer hinten drauf machen. Das können wir gleich mal zeigen. Also ob ihr jetzt Fuhrunternehmer seid oder ein Wohnmobil bauen wollt auf der Basis, denn der hat natürlich Heckantrieb mit drin und ist ich guck mal gerade, ein 18-Tonner 460 PS. Und quasi nagelneu, aber schon 10 Jahre alt. Aber 10 Jahre alt, stand hier tatsächlich bei uns auf der Halde. Wir haben halt auch extrem viel zu tun. Wir hatten Zeit. Der wird aber neu getüft dann, oder? Genau. Auch dieser Rahmen, den wir hier angefertigt haben, den siehst du hier auf der Palette liegen, den können wir auch mit abgeben. Also da haben wir schon quasi ein Konzept gemacht. Es kommt noch besser, 69.000 inklusive Mehrwertsteuer. Das ist der inklusive Mehrwertsteuer. Das ist ein Fahrzeug hier aus der Firma. Wie gesagt, wir haben da ein Konzept, aber wir kommen nicht dazu. Ihr habt so viel zu tun im Moment. Es ist der Wahnsinn. Das Fahrzeug, ich brauche mal euch nicht zu erklären, das hat damals ein bisschen mehr gekostet wie 69.999. Ja, das hat damals mehr gekostet, aber jetzt nach 10 Jahren, was soll man da den Leuten jetzt noch irgendwie... Wenn du mal gerade die Reifen mal berührst und mal ein bisschen wackelst, ob die schon hart geworden sind... Nö, sind noch weich. Also nein, es ist noch weich. Aber okay, da ist nichts. Das ist fair für dich. Krass, der ist jetzt 10 Jahre alt. Ja. Gut, Standschäden sind nicht zu erwarten, weil ihr habt ihn immer wieder mal bewegt. Das sind die 50 Kilometer, die da sind. Dass da ein bisschen Bewegung oder die Batterien auch geladen werden. Aber wenn der Kunde sich tatsächlich dafür entscheidet, ist er tipptopp. So, tipptopp. Also 69.999. Wenn ihr den kauft... dann hat er die Möglichkeit, bei euch zum Beispiel einen Leerkoffer mit dazu zu kaufen. Muss er nicht, aber er könnte sich einen Koffer... Sollen wir uns mal so einen Koffer angucken? Ja, genau. Er könnte sich einen Koffer bauen lassen. Muss er, wie gesagt, nicht. Also wenn das ein Unternehmer ist, der nur das Fahrgestell braucht oder irgendjemand, der dann sagt, naja, das kann ich viel besser als Emmet oder irgendjemand anders, dann verkaufen wir ihm gerne einfach besser nur das als du Fahrgestell. Ja, es gibt ja genug Unternehmen, die sagen, wir bauen das Gleiche, besser, schlechter. Das ist auch das Gute in dieser Branche. Jeder hat das Gefühl, dass er ein gutes Produkt hat und versucht auch, das Produkt auch immer besser zu machen. Aber das ist doch ein ganz geiles Fahrgestell für ein neues Projekt, wenn ich irgendwas machen möchte. Zum Beispiel hier sieht man das sehr schön. Das ist zum Beispiel ein Fahrgestell, der würde per se schon mal höher kommen, weil der Actros natürlich ein bisschen höher ist. Aber hier siehst du das sehr schön, das habt ihr realisiert. Das ist jetzt hier so ein Koffer, sogar mit Ausbau, mit großen Wassertanks, mit entsprechender Waschmaschine drin. Hier hast du Auszüge mit drin. Und das ist die Bauweise, wie ihr baut. Professionell. Das heißt... Genau. Also es ist ja so, dass du letztes Mal auch dieses Fahrzeug unfertig abgefilmt hast. Können wir ja auch sagen. Ne? Kann man ruhig sagen, ist jetzt fertig. Deine Standkunden, sage ich schon, Stammkunden. Meine Standkunden. Deine Standkunden. Guck mal hier, allein schon solche Geschichten, die könnt ihr realisieren mit dem Kunden zusammen. Ja, das Ganze. Letztes Mal hast du uns zu viert da drauf stehen lassen. Und echt? Wir haben hin und her gehüpft. Sergej, wenn du mal kurz kommst und du mal gerade auf die untere Stufe gehst, Maria, und Sergej mal gerade auf die dritte Stufe. Bitte mal auf die dritte. Und ja ein Video, ein altes Video. Bitte geh mal drauf, weil die ist ja freitragend, gerade die Treppe. Und die Maria ist ja auch ein Leichtgewicht. Letztes Mal waren wir zu viert auf dieser Treppe. Ist eine Stahltreppe. Okay, dynamische Last. Und wir können ja auch mal schauen, da drin, übrigens das Fahrzeug, gibt es ein eigenes Video zu, ist auch abzugeben. Und da kann man sehen, wie ihr baut. Also richtig schön. Anders kann man das gar nicht sagen. Es ist wirklich richtig schön.
was ihr hier baut. Und das kann der Kunde auf Wunsch entweder leer kriegen oder er kann es auch mit Aufbau kriegen. Aber ihr seid jetzt die Spezialisten für Leerkabinen, denn ihr habt so viel zu tun. Leerkabinen könnt ihr direkt machen, auf Wunsch, wenn der Kunde das haben möchte, auch fix und fertige Wohnmobile. Das ist kein Thema, aber so das Thema Leerkabine, das ist... Leerkabine ist im Moment wirklich ein Thema, weil ich eine Zeit lang gesagt habe, nee, keine Leerkabinen, weil der Mehrwert wird dann nicht wiedergegeben. Aber ich sehe da, dass in unserer Produktion wir kürzere Produktionszeiten brauchen für eine Ware, die dann sofort rausgeht und die dann einen Mehrwert hier in der Firma hinterlässt. Und deswegen bin ich dabei, jetzt ein bisschen die Leerkabinen zu promoten. Also wenn jemand den hier sieht und möchte ihn haben, 159.999 mit der Mehrwertsteuer, mit Fahrgestell, mit allem drum und dran und Doppelbett. Also sieht man das, das Fahrzeug ist innen quasi neu. Das hier war sogar ein refurbisheder Koffer. Ja. Das war mal ein extrem teures Laborfahrzeug. Ein Musterlaborfahrzeug, genau. Welches andere Fenster hatte. Ihr habt jetzt KCT eingebaut. Ja, jetzt haben wir KCT eingebaut und natürlich andere. Maria, allein die Fenster hier kosten 20.000 Euro. Da warst du letztes Mal schon so begeistert von. Aber wie gesagt, ich habe im Moment, entweder habe ich noch nicht den Kunden dafür gefunden, aber der steht jetzt auch hier zum Verkauf. Wenn ihn jemand fix und fertig haben will, kann er vorbeikommen. Darunter ist jetzt ein Artego, aber fix und fertig ausgebaut, 159.999. Ja, genau. Der Artego ist ein alter Artego, ist ein gebrauchtes Fahrzeug, welches wir in 2014, glaube ich. Das hat der refurbished. Genau. Und der Koffer war früher ein Laborfahrzeug, ein Blutspender. Ja, aber der war gebaut für die Ewigkeit, muss man sagen. Also wir müssen sowieso darüber reden, was passiert, wenn alte Koffer, auch RTW-Koffer, dann neu bestückt werden. Entweder von Privatpersonen, Bastlern oder auch dann zurückgenommen werden. Achso, ihr könnt die realisieren, hier mit Kühlschrank, mit allem drum und dran. Ja, genau. Krass. Genau, als Wechselkoffer dann quasi nochmal ein neues Leben bekommen. Das ist ja auch, worum es geht. Der sieht aus wie neu. Du hast nicht das Gefühl, dass der jemals in Gebrauch war, oder? Naja, das Interieur ist ja auch neu. Das Interieur ist komplett neu. Worum es eigentlich geht, ist hier der Koffer, der neue Fenstereinschnitte auch bekommen hat, da nochmal lackiert wurde und eine neue Oberfläche bekommen hat und von innen dann quasi nochmal weiter ausgebaut wurde. Ja. Ein neues Leben. Komm, wir gehen mal weiter. Leben, Nachhaltigkeit. Also hier Induktion, Tedford, also all das kann der Kunde kriegen. Und hierzu gibt es uns noch ein eigenes Video, hier auch KCT. Das kann man sehr schön sehen. Also das Auto hier, da bin ich mir sicher, der geht jetzt auch weg. Guck dir mal die Tür an, das ist unglaublich. Sogar hier mit einem großen Schloss drin aus der Marke, hier kommst du nicht rein. Also hier nochmal. Aus der Marke bleibt mir bloß weg hier. Hat sogar einen Durchstieg, aber auch dieser Durchstieg hier ist so massiv ausgefertigt, dass hier keiner, mach mal auf bitte, ihr habt ihn innen sogar veredelt, auch innen wie neu. Naja gut, das Basisfahrzeug an sich hat ja 750.000 gelaufen und das schreckt ja auch sehr viele ab, wobei diese Fahrzeuge noch über 1 Million laufen können, ohne Probleme. Und es war halt alles sehr, sehr grau und trist. Und ach so, weil ihr das könnt, habt ihr? Ja, genau. Mein Vater hatte immer so eine Passion für Sattlerarbeiten. Der ist jetzt gestorben. Wann ist er gestorben? Er ist verstorben am 20.07. ist er verstorben. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Mensch. Ja. Guck mal hier, allein der Durchstieg. Ja, wer ihn noch gesehen hat zuletzt, das Einzige, was ihr noch tauschen müsst, ist dieses Schloss hier. Dann fällt es nicht mehr so aus. Denn den Rest habt ihr komplett, den Koffer neu lackiert, das Ganze komplett einmal auf links gemacht. Optisch ist der wirklich wie neu. Ja. Und das finde ich auch von vorne. Also das ganze Fahrzeug wurde komplett lackiert. Siehst du also hier nochmal mit drin. Also, dass wenn jemand das Ganze bekommt, dann kriegt er quasi ein einmal auf links gedrehtes Fahrzeug, richtig? Ja, ein nachhaltiges Fahrzeug, welches weiterleben darf und soll. Und wohin soll man mit diesen Artegos auf Halde stellen oder nach Afrika verschicken? Nein, die können noch weiterleben. Die dürfen in Deutschland auch weiterleben? Ja, die dürfen in Deutschland weiterleben. Wie gesagt, zugelassen ist er ja.
Ja, und soll hier weiter existieren, leben, benutzt werden und weiterhin Freude machen. Ja, also wir können, wie gesagt, wir können diese Koffer nicht zerstückeln oder zerschneiden und dann irgendwie entsorgen, sondern wir bauen feste Koffer. Was passiert nach 10 oder 20 Jahren mit ihnen? Guckt mal, ihr habt die Deo Mini ohne Unterkonstruktion direkt auf, weil das aushält. Eine Unterkonstruktion gibt es. Die ist schon dahinter. Guck mal, da gibt es so einen Alurahmen, den siehst du dann ja so ein bisschen um die Ecke. Jo, genau. Sag mal, aber hier die Qualität, wenn ich hier reinfilme, das hat doch nichts mit normalem Campingbau zu tun. Das ist ein Haus auf Rädern hier. Ja, genau. Also es war auch die Absicht, das so zu machen, dass, wie gesagt, es attraktiv ist. So, hier machen wir übrigens noch ein eigenes Video zu. Wir gehen nochmal zurück zu dem Actros. Der steht hier vorne und den könnt ihr jetzt haben. Wir gucken uns den innen nochmal an. Der hat 50 Kilometer drauf und da könnte man die Wunschkabine seines Lebens, Zuladung, glaube ich, unbeschränkt hier bei dem Auto. Da könnte man sogar eine Pkw-Garage noch hinten reinmachen. Das war ja damals die Idee gewesen, aber wie gesagt, es verschlingt uns im Moment Zeit. Darf ich offen sein? Es war das Wunschprojekt deines Vaters und er wollte sich immer ein ganz tolles Reisemobil bauen. Jetzt ist er gestorben und das ist der Grund. Genau, es geht nicht darum, ihm seinen Traum zu nehmen, sondern es geht einfach darum, die Standfahrzeuge, die hier sind, er steht hier schon seit 10 Jahren, auch irgendwie abzuverkaufen. Er wollte es immer realisieren und hatte sich das hier gekauft für sich selber und jetzt 69.999 €. Das Ding ist nagelneu quasi, ist halt nur 10 Jahre alt, ist aber noch nie gefahren und das siehst du auch hier sehr schön. Ja. Und das hier, was ist das hier für eine Rahmenverlängerung oder was ist das hier für ein Rahmen? Das ist irgendwie ein langer Überhang. Ich muss gucken. Da habt ihr aber die Zeichnung habt ihr da. Wir haben die Zeichnung, wir haben die Ausstattung, wir haben die Originalrechnung dazu, also alles da. So, alles da. Und wenn ihr den haben möchtet, servitieren ist ja gar kein Thema. Der liegt im Moment komplett unten. Der ist ja auch besattlert, ne? Also das kann man auch noch. Was ist auch mit drin? Der ist komplett beledert. Der ist komplett beledert, von uns beledert. Das ist nicht Originalabwerk gewesen. Vielleicht kann... Komm, wir gehen mal rein. Du gehst mal auf die andere Seite, bitte, Maria. Der liegt jetzt ganz unten übrigens. Die Luft ist raus. Und er hat 3 Sitze mit drin. Also ist direkt mal mit 3 gleichwertigen Sitzen mit eingebaut. Und 2 Sitze haben, ich glaube, Luftfeder mit drin. Boah, ist der krass. Der ist komplett beledert. Ja. Sag, Maria, du bist crazy. 69.999 inklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Also wenn wir den loswerden können, gerne. Ja. Also und... Boah. Der dritte Sitz ist noch da. Die Batterie ist leer. Ne? Die Batterie ist leer. So, und der hat... ich bin total... Der hat natürlich Luftfederung mit drin. Er hat eine Sperre hinten hat er mit drin, eine Hecksperre ist mit eingebaut, sehe ich noch gerade. Also ich glaube, dass es eine Hecksperre ist. Nee, ist kein 4x4, ist ein Heckantrieb. Das einzige. Aber der hat auch Vorderrollos für die Fenster, für die Vorderfenster dann. Staufläche, Staukästen oben. Er ist ja relativ hoch. Das Fahrerhaus ist, glaube ich, L. Ist das schon das L-Fahrerhaus? Und wir haben hinten auch eine Liegefläche. Ja, ihr habt sogar einen Druckluftanschluss innen gemacht zum Saubermachen. Das ist, also hier hast du wirklich eine große Fahrerkabine. Gedacht ist es hier auch zum Schlafen, aber alles komplett beledert hier innen. Und zwar so in der Qualität, da muss man ehrlich sagen, es sieht so aus, als könnte es direkt von Mercedes-Benz geledert worden sein. Guck dir mal die Sitze an. Die habt ihr auch beledert, die Sitze, oder? Alles gemacht, ja. Alles gemacht. Ja, es war das Wunschprojekt deines Vaters und jetzt steht's hier und ihr habt keine Zeit. Also wenn es jemand haben möchte, dazu auch einen Koffer haben möchte, dann läuft das wie folgt ab. Er bezahlt erstmal das Fahrgestell und dann kann man sich über das Thema Koffer unterhalten. Er kann auch das Fahrgestell direkt mitnehmen. Ja, direkt und selber ausbauen. Und selber ausbauen. Gesagt, er kann es auch ohne Koffer kriegen, als Pritsche. Er kann es ohne Koffer bekommen und dann was auch immer drauf aufbauen, ja. Neu quasi. So und ja, nicht neu, 10 Jahre alt, aber nicht gelaufen. So und das Ganze könnt ihr haben bei der Firma. Aber allein hier das Beledern der Sitze
Mensch, was wäre das für ein tolles Projekt für deinen Vater geworden? Der Sitzer kostet ja nicht 69. Also, also es ist, man muss auch immer die richtige Person dazu finden. Ja, absolut. Und jetzt noch irgendwie ein Koffer mit einem, weiß ich nicht, mit einer Garage und sonst, das würde uns zu viel Zeit wegklauen. Okay, also ab sofort verfügbar. Wir drehen Anfang November 2023 und Maria, herzliches Beileid nochmal. Ich habe deinen Papa ja zum Glück kennenlernen dürfen. Ein richtig toller Mann. Du bist jetzt auch die Chefin, das heißt, du hast jetzt auch das Unternehmen, alle Grundstücke sind jetzt auf dich. Und ja, wie ist das jetzt so? Du warst ja von klein auf, warst du immer im Unternehmen, oder? Ja, es ist nicht einfach. Dieses Unternehmen dann als Frau und als, ich sag mal, neue Nachfolge zu übernehmen, ist nicht einfach. Weil da so viel mitschwingt. Ne? Man hat Verantwortung für so viele Personen. Wie viele Frauen habt ihr denn hier drin im Unternehmen? Frauen? Ich, meine Assistentin und eine neu eingestellte Frau, eine junge Frau. Warte, ich guck mal gerade. Nee, das ist keine Frau. Frauen hier, aber die Männer, die hier arbeiten, haben ja auch Verantwortung und Familie, ne? Und wollen auch weiterhin hier arbeiten. Deswegen, es ist... Also, wer zuerst kommt, mal zuerst. 69,999, 50 Kilometer drauf. Ich glaube, wer sich auskennt, weiß, was er hier kriegt. Und danke, Maria Bölter-Emmert. Mutter von wie vielen Kindern hast du? Drei Kinder und, und 24, ja, ich glaube, dass sie nett sind. Aber wie gesagt, es wäre der Wunsch deines Vaters gewesen, dass der hier in gute Hände kommt. Und ich habe das Gefühl, also auf Wunsch gerne auch mit Koffer oder für 69,999 inklusive Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer ausweisbar. Ja, einfach mitnehmen und dann... Mitnehmen und glücklich sein. Hat ein zweites Leben und kann auch... So, sag mal Tschüss, bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao.